Das Quartier Enge ist wegen seiner Nähe zum Zürichsee und seinen großen Grünanlagen ein beliebter Ort für Wassersportler, Sonnenbadende, Spaziergänger, Radfahrer oder einfach zum Entspannen und Leute treffen. Zu den weiteren Attraktionen gehören das Arboretum, der alte Botanische Garten Zürichs, das angrenzende Seebad Enge mit Bar und Sauna am Wasser und das Strandbad Mythenquai. In der Nähe befinden sich außerdem die Landschaftsparks Belvoir Park und Rita Park mit Museum und großen Kinderspielbereichen. Die Enge ist eines von 22 Stadtquartieren der Stadt Zürich und befindet sich zentral gelegen im südwestlichen Teil direkt am Zürichsee. Die ehemals selbstständige Gemeinde Enge wurde 1893 eingemeindet und bildet heute zusammen mit Wollishofen und Leimbach den Kreis 2. Auf einer Fläche von 2,4 Quadratkilometern wohnen um die 9.500 Einwohner. Startpunkt unseres Quartierrundgangs ist der Bürkliplatz, welcher am nördlichen Ende des Zürichsees und somit im Herzen der Stadt Zürich liegt. Dieser zentrale Verkehrsknotenpunkt bietet die Ausgangslage für unterschiedliche Touren durch die Stadt. Unsere kleine Entdeckungstour durch das Quartier Enge startet hier. Wir spazieren am westlichen Ufer des Zürichsees entlang und befinden uns sogleich im Quartier Enge. Der Weg führt uns durch das Arboretum am Seebad Enge vorbei, zum Hafen Enge. Direkt am See machen wir ein kleines Päuschen, bevor es am Ufer weitergeht, an den Ruderclubs vorbei, bis vor das Strandbad Mythenquai, wo wir in den benachbarten Belvoir Park abbiegen und von dort aus durch den Rita Park weitergehen. Unsere Tour endet an der Kirche Enge, von wo aus man wieder sehr schnell zurück zum Bürkliplatz und somit unserem Ausgangspunkt kommt. Steigt man am Bürkliplatz aus der Tram, eröffnet sich sofort der Zürichsee in seiner vollen Pracht. Und man ist sofort mittendrin im Leben. Schon von der Entfernung kann man deutlich den mitten im See gelegenen Springbrunnen von Enge, das Aquaretum, entdecken. Ein Stückchen die Promenade hinuntergeschlendert und man erreicht den Botanischen Garten, das Arboretum. Am Eingang des Arboretums begrüßt uns eine Büste von Arnold Bürkli. Arnold Bürkli war ein bedeutender Stadtingenieur von Zürich. Nach ihm wurde unter anderem auch der Bürkliplatz benannt. Das Arboretum ist ein wichtiger Teil der historischen Quai-Anlagen und war ursprünglich als Ort für die botanische Weiterbildung gedacht. Uralte Ulmen, Ahorne, Eschen sowie Buchen wachen über den Spaziergängern wie magische grüne Riesen. Zwischen den großen Bäumen liegen aber auch üppige, bunte Blumenlandschaften in voller Farbenpracht. Heute wird das Arboretum hauptsächlich als Freizeitanlage sowie im Sommer als Badeanlage verwendet. Außerdem hat man von hier eine wunderbare Seesicht bis in die Alpen. Im Seebad Enge kommen nicht nur Wassersportbegeisterte auf ihre Kosten, sondern es gibt daneben auch Sauna, Massagen, Shabbat, Yoga und andere Events.
Kurz hinter dem Seebad ragt etwas wie ein falsch wachsender Zahn aus der Landschaft. Dabei handelt es sich um einen alten Infanteriebunker, welcher 1940 als Teil der Limmatstellung zur Verteidigung errichtet wurde und heute ein kantonales Schutzobjekt ist. Ab der Bootsvermietung Enge mit seinen ikonischen Tretbooten, die gerade auf beinstarkes Publikum warten, dreht sich ab hier alles um den Wassersport. Denn wir kommen zum Hafen Enge. Der Hafen Enge ist einer der ältesten Seehäfen in Zürich und wird von einer zu beiden Seiten offenen Granitmauer geschützt. Über die südöstliche Einfahrt wacht eine markante, etwa 2,50 Meter hohe Löwenskulptur, das Zürcher Wappentier. Ob mit großem oder kleinem Boot, jung oder alt, das Wasser lädt zur Bewegung ein. Und so sieht man hier alle möglichen Formen des Wassersports. Der Springbrunnen Enge ist nicht nur durch seine 30 Meter hohen Fontänen ein echter Hingucker, er ist auch ein interessantes Kunstprojekt, welches von Andreas Bosshardt in Kooperation mit der ETH Zürich ins Leben gerufen wurde. Die Abfolge der Fontänen läuft nicht automatisch, sondern wird per Computer mit den seismischen Wellen des Erdinneren simultan choreografisch dargestellt. Direkt unter dem Hafen lädt die Terrasse des Samigo Amusement zu einer kleinen Erfrischung ein. Nicht weit davon entfernt treffen wir auf eine wabenförmige Brunnenanlage, über welche der Blick der Büste von Gottfried Keller wacht. Gottfried Keller, der von 1819 bis 1890 in Zürich lebte, war ein bedeutender Schweizer Schriftsteller. Mit seinen Novellen Romy und Julia auf dem Dorfe und Kleider machen Leute hatte er Meisterwerke der deutschsprachigen Erzählkunst geschaffen. Schon zu seinen Lebzeiten galt er als einer der bedeutendsten Vertreter der Epoche des bürgerlichen Realismus. Eines seiner bekanntesten Werke ist Der grüne Heinrich, aus dem ich gerne ein paar Zeilen vorlesen möchte. Der grüne Heinrich. Erstes Kapitel. Zu den schönsten vor allen in der Schweiz gehören diejenigen Städte, welche an einem See und an einem Flusse zugleich liegen, so dass sie wie ein weites Tor am Ende des Sees unmittelbar den Fluss aufnehmen, welcher mitten durch sie hin in das Land hinauszieht. So Zürich, Luzern, Genf, auch Konstanz gehört gewissermaßen noch zu ihnen. Man kann sich nichts Angenehmeres denken als die Fahrt auf einem dieser Seen, zum Beispiel auf demjenigen von Zürich. Nicht weit entfernt erstreckt sich der Belvoir Park, einer der frühesten Landschaftsgärten von Zürich. Heinrich Escher Zollikofer legte den Besitz um 1830 an. Und danach blieb der Park bis 1901 im Besitz der Familie Escher, bevor er an die Stadt Zürich überging. Im unteren Bereich befindet sich der Irisgarten. Der große Garten wurde 1885 angelegt und beherbergt mehr als 120 Sorten von Wildformen und Züchtungen. Darunter eine Vielzahl von Schwertlilien, aber man findet dort auch Irisblumen oder Pfingstrosen.
Die florale Idylle lädt zum Verweilen ein. Weiter geht es in den Rita-Park, welcher vom Schweizer Landschaftsarchitekten Leopold Karl Theodor Fröbel angelegt wurde. Hier kann man neben großen, einladenden Grünflächen und schattenspendenden Baumkronen auch einige historische Villen bestaunen. Das erste Schmuckstück, was sich einem durch das satte Grün offenbart, ist die Villa Rita. Ihren Namen hat die Villa von der großindustriellen Familie Rita aus Winterthur, die das Haus von 1886 bis 1888 von Alfred Friedrich Plunschli im ebenfalls nach ihm benannten Rita-Park errichten ließ. Heute ist die Villa Rietberg zusammen mit der Villa Wesendonck, der Villa Schönberg sowie dem Haus zum Kiel Teil des Museums Rietbergs für außereuropäische Kunst. Die Villa Wesendonck ist das Hauptgebäude des Museums Rietberg und war einst das herrschaftliche Zuhause von Otto und Mathilde Wesendonck. Agnes Mathilde Wesendonck war eine deutsche Schriftstellerin, welche insbesondere als Muse des Komponisten Richard Wagner bekannt wurde. Das Gebäude wurde 1853 bis 1857 vom Schweizer Architekten Leonhard Zeuckher im Stil der italienischen Renaissance gebaut. Seit 1952 beherbergt es das Museum Rietberg, ein Museum für Kunst aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Schweizer Masken. Nicht weit dahinter steht die Villa Schonberg, wo vom April 1857 bis Juli 1858 Richard Wagner lebte und große Teile von Tristan und Isolde sowie die Wesendonck-Lieder komponierte. Beim Hinauslaufen lächelt ein der Wächter mit Pferd aus der Ming-Dynastie des 15. Jahrhunderts aus Südchina zu, bevor es an den grünen Hecken vorbei weitergeht in die Bürkli-Straße. Auf einmal taucht ein Rehberg zwischen den Häusern auf und darauf thront ein freistehendes, spätklassizistisches Mehrfamilienhaus, das Bürkli oder auch Obere Bürkli genannt. 1879 bis 1880 schrieb Gottfried Keller dort den Grünen Heinrich. Als letzte Station unseres kleinen Rundgangs durch das Quartier kommen wir zur Kirche Enge. Die Kirche Enge ist ein monumentales Bauwerk an markanter Lage und gilt als eine der wichtigsten Kirchenbauten im Stil der Neurenaissance in der Schweiz. Geschaffen wurde sie 1894 von Alfred Friedrich Plunschli. Die evangelisch reformierte Kirche liegt auf einer Hügelkuppe auf 436 Metern Höhe und ist auch von der Promenade des Zürichsees aus gut sichtbar. Wegen ihrer markanten Lage und ihrer repräsentativen Erscheinung gilt die Kirche Enge als eines der Wahrzeichen des Quartiers. Das Quartier Enge lädt zum Erholen am See und in den Parks ein und bietet auch für Kulturliebhaber viel Interessantes und Sehenswertes. So viel, dass man es mit einem Besuch gar nicht alles erfassen kann. Ich jedenfalls werde bestimmt nochmal wiederkommen und im Quartier Enge auf Entdeckungstour gehen.